Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video dreht es sich rund um die DLL Injection Schwachstellen. Hierzu werden wir heute zusammen in Kali Linux ein paar Test-DLLs bauen, mit welchen wir unter Windows Anwendungen dann auf DLL Injection Schwachstellen testen können. Wie diese DLL-Dateien aufgebaut sind, wie wir diese in Kali Linux kompilieren und unter Windows testen, das möchte ich euch heute zeigen. Das Thema ist ein sehr interessantes Thema, weil mit diesen Test-DLL-Dateien können wir dann in Zukunft Anwendungen auf DLL Injection Schwachstellen testen. Seid gespannt, bleibt dran, gleich nach dem Intro starten wir sofort mit dem Bau der DLLs. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, wie schon in der Einleitung erzählt, wollen wir heute uns einen kleinen Werkzeugkasten zusammenarbeiten, mit welchem wir Anwendungen auf DLL-Schwachstellen untersuchen können. Hierzu habe ich zwei virtuelle Maschinen vorbereitet, eine Windows 11 Maschine und eine virtuelle Kali Linux Maschine. Mit der Windows 11 Maschine werden wir dann die Funktionsfähigkeit der DLLs testen, aber die ganzen bauen wir mit Kali Linux. Wie das Ganze ausschaut, da schauen wir am besten gleich mal zusammen rein. Hier in Kali Linux habe ich schon mal einen Ordner erstellt, wo wir dann unsere Test-DLLs erstellen werden. Ich habe ein Terminalfenster hier noch auf, da werden wir dann das Ganze kompilieren und hier drüben haben wir die Windows 11 Maschine, in welcher wir dann den Test durchführen, ob diese DLLs auch lauffähig sind, irgendwelche Fehler auswerfen und dass wir quasi ein funktionierende Test-DLL haben. Ich würde hier einfach mal mit dem einfachsten Fall starten. Wir werden als erstes eine DLL-Datei erstellen, die den Taschenrechner startet. Das heißt, immer wenn diese DLL geladen wird, soll der Windows-Taschenrechner gestartet werden. Damit können wir dann nachweisen, dass diese DLL geladen wurde, denn wenn immer der Taschenrechner gestartet wird, wissen wir, die Anwendung hat unsere persönliche vorbereitete DLL geladen. Dazu legen wir jetzt hier mal eine leere Datei an. Wir nennen sie einfach mal calc C++. Und wir öffnen das Ganze mal mit dem Mauspad-Editor. Damit das alles nicht ganz so lang dauert, habe ich schon mal einen kleinen Code-Snippet vorbereitet. Im ersten Step laden wir ein paar Header-Dateien und jede DLL-Datei ist mit einem, ja, sagen wir mal, Muss-Teil ausgestattet. Und zwar ist das die Main-Funktion. Innerhalb der Main-Funktion haben wir 4 verschiedene Switches. Einmal, das ist für uns die wichtige, das ist der Fall, wenn die DLL-Datei geladen wird durch das Programm. Also wir haben eine Exe-Datei, die Exe-Datei hat unter Umständen viele DLLs eingebunden und immer wenn die Exe-Datei unsere DLL-Datei dann laden würde, dann wird diese Attach-Funktion gestartet. In unserer Attach-Funktion verweisen wir dann auf die Main-Routine, die müssen wir noch anlegen und dann ist nach dem Laden auch schon nichts mehr weiters passiert. Detach ist, wenn die DLL entladen wird, Thread Attach und Thread Detach lassen wir einfach mal sein. Das sind die 4 Muss-Cases, die hier auf jeden Fall abgebildet werden kann. Ich habe euch gerade gesagt, die Main-Routine müssen wir noch bauen und die ist relativ einfach aufgebaut. Ich füge die hier mal ein, habe es auch ein bisschen schön kommentiert. Ich werde euch auch den Code oder den Link zum Code in der Videobeschreibung unten mit reinladen, damit ihr auch das entsprechend nicht alles abtippen müsst, wenn ihr das Ganze mal bei euch ausprobieren wollt. Also, an der Stelle haben wir jetzt hier die Main-Routine definiert. Hat insgesamt diese 4 auch wieder Pflichtaufrufargumente. Die werden quasi hier mit 0,
inst dll 0 svshow angesprochen und danach wird die Windows-Funktion Calculator Exe gestartet, svshow, dass das Ganze auch angezeigt wird. Mehr ist das eigentlich gar nicht. Also es ist relativ simpel aufgebaut. Im Prinzip, nochmal ganz kurz zusammengefasst, die DLL wird geladen über die DLL Main. Die DLL ist attached worden. Es wird verwiesen auf die DLL Main Routine und in der DLL Main Routine wird der Kalkulator gestartet, also Taschenrechner. Dann speichern wir das Ganze mal und wir müssen das Ganze jetzt noch kompilieren. Kompilieren tun wir das Ganze in Kali Linux. Wichtig ist, dass ihr die entsprechenden Compiler installiert habt. Für Windows-Kompilierungen benötigt ihr die Ming-W-Compiler. Wenn ihr das Ganze noch nicht installiert habt, müsst ihr zunächst mit apt-install Ming-W w64 den Compiler installieren. Ich habe den bei mir schon installiert, das heißt, für mich ist kein weiterer Handlungsbedarf. Standardmäßig ist der Compiler nicht installiert in Kali Linux, das heißt, wenn ihr das allererste Mal macht, müsst ihr erst das Paket installieren. So, jetzt zum Kompilieren. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu kompilieren. Das ist ganz wichtig, je nachdem, was für eine Zielanwendung ihr hier testen wollt. Es ist ganz wichtig, ob ihr eine 32-Bit oder eine 64-Bit-Anwendung testen wollt. Je nachdem unterscheidet sich der Aufruf des Compilers. Wir starten einfach mal mit der 32-Bit-Variante, wie die abläuft. Um eine 32-Bit DLL zu erzeugen, müssen wir den i686 Ming-W 32G++ Compiler nutzen. Und zwar sagen wir dann über die Funktion shared, dass wir eine DLL-Datei erzeugen wollen. Output ist der Name der Output-Datei. Wir nennen das Ganze mal jetzt hier calc32.dll, weil wir wollen ja eine 32-Bit-Testdatei, die den Kalkulator startet, erzeugen. Und an dieser Stelle kopieren wir dann noch den C++-Code mit rein, der hier hinterlegt werden soll. Dann nehmen wir mit hoppala, jetzt wieder rein. Und danach noch das Ganze mit -WL und Subsystem, Windows, dass wir das Ganze für die Windows Betriebssystemwelt erstellen wollen. Ein Druck auf Enter erzeugt uns jetzt hier die calc32DLL. Wenn wir das Ganze für 64-Bit machen wollen, schaut das Ganze fast ähnlich aus. In dem Fall haben wir x86 64W64 Ming W32G++. Dann tun wir hier auch shared. Output ist dann in unserem Fall die calc64 DLL. Als Source Code nehmen wir natürlich den gleichen. Da braucht es ja nichts unterscheiden. Das macht alles für euch der Compiler. Und abschließend haben wir hier wieder genau das gleiche, was wir jetzt hatten. WL Subsystem Windows. Ich bestätige das Ganze mal. Und jetzt haben wir auch noch die 64-Bit DLL zum Starten des Taschenrechners erstellt. Das Ganze testen wir jetzt einfach mal unter Windows, ob das Ganze auch so funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Dazu wechsle ich einfach mal in die Windows 11 Maschine und wir starten die PowerShell. Ich habe auch hier schon mal den Ordner, wo wir gerade die Dateien erstellt haben, in Windows geöffnet, sodass wir auch hier gleich genau das gleiche sehen, was wir in der Kali Linux Maschine haben. Testen können wir das Ganze über die Funktion run dll32.exe und als Argument übergeben wir der run dll32.exe unsere DLL-Datei. Ich ziehe die hier einfach per Drag and Drop rüber. Die haben wir hier dann hinterlegt. Und wir müssen dann noch sagen, dass wir die DLL Main Routine starten wollen.
Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann sollte er im Prinzip, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, hier die DLL Main Routine laden und somit uns den Calculator starten. Ich drücke auf Enter und der Taschenrechner wird gestartet. Bedeutet, unsere DLL ist in sich funktionierend, wir produzieren keine Fehler und der Taschenrechner wird sauber geladen. Ich mache das Ganze mal zu. Wir können das Ganze jetzt auch noch mit der 32-Bit-Funktion testen. Da ist es jetzt aber so, da Windows 11 keinen 32-Bit-Taschenrechner mehr anbietet, laufen wir hier auf diesen Fehler. Das heißt, es ist wirklich wichtig zu wissen, welche Anwendung testet ihr, 32-Bit oder 64-Bit, um euch auch hier das richtige Werkzeug vorzubereiten. So, was können wir noch machen? Was ganz interessant ist, dass wir zunächst bei einem Test auf DLL-Injection-Schwachstellen eine Art Loader nutzen und dieser Loader tut dann außerhalb von der Testanwendung eine weitere DLL starten, die dann ganz autark läuft. Wie wir das anstellen, das möchte ich euch in meinem zweiten Testset zeigen. Hierzu schließe ich einfach mal die Testdatei und ich mache eine neue Datei und wir nennen diese ganze mal Loader C++. Ich öffne die Datei wieder und auch hier habe ich euch ein bisschen was vorbereitet. Wenn wir eine externe DLL laden wollen, dann brauchen wir auch wieder hier die Header-Dateien und auch, was wir gerade hatten, den Pflichtteil der DLL mit den 4 verschiedenen Switch Cases, wo wir dann hier die Main Routine starten. Die Main Routine müssen wir uns natürlich jetzt noch zusammen anpassen, so wie wir das Ganze jetzt benötigen. Was wir dann jetzt hier laden, so ob wir jetzt hier den Taschenrechner laden, so wie wir es gerade eben gemacht haben, oder jetzt speziell ein externen DLL, das müssen wir jetzt hier uns noch entsprechend anpassen. In unserem Fall möchte ich jetzt hier in dem Verzeichnis auf die externen DLL zugreifen. Die externen DLL habt ihr vielleicht ganz am Anfang gesehen, die lag hier schon. Das ist auch eine einfache DLL, die genau wie wir es gerade getestet haben, einen Taschenrechner startet. Und diese DLL möchten wir durch die Loader DLL starten. Das heißt, wir starten die Loader DLL und die soll dann wiederum auf die externe DLL zugreifen und diese soll dann erst den Taschenrechner starten. Und dieser läuft dann außerhalb vom Programm ohne irgendwelche Abhängigkeiten. Dazu müssen wir hier einmal den Pfad hinterlegen und wir übergeben den Pfad dann hier unten, wo wir dann im Prinzip in der Ausführung die PowerShell starten. Der PowerShell übergeben wir dann auch den eben mit dem Befehl, mit dem wir es getestet haben, die run-dll 32-Exe und übergeben dann die DLL-Pfadnamen, also den Z-Dokumente YouTube Test DLL extern DLL, den baut es unten ein und startet in der extern DLL die Main Routine. Danach wird das Ganze ausgeführt und entsprechend angezeigt. Ich speichere auch das Ganze mal und wir werden das Ganze jetzt in der 64-Bit-Variante kompilieren. Ich nutze dazu jetzt hier einfach mal das, was wir uns jetzt hier schon erarbeitet haben. Wir müssen jetzt hier gerade die Ausgabedatei anpassen. Wir nennen das Ganze Loader 64 und unser Source Code ist jetzt hier nicht die Calc C++, sondern wir haben es ja hier genannt Loader C++ und nennen das Ganze Loader C++. Wir kompilieren das Ganze und wir haben jetzt hier unsere Loader C++, die Loader 64, C++ war der Source Code, die Loader 64 DLL erzeugt. Wenn wir jetzt wieder zu Windows rüber wechseln, haben wir hier die Loader 64 und wenn alles funktioniert, sollte, wenn wir die Loader 64 starten,
aus dieser heraus die externen DLL gestartet werden, die wiederum dann erst den Taschenrechner startet, sodass der komplett unabhängig von dieser DLL ausgeführt wird. Wir nehmen hier wieder den gleichen Befehl. Wir nehmen jetzt hier nicht die Calc 32, sondern unsere Loader 64 DLL. Ich glaube, so hat man es genannt, genau, Loader 64. Und ich bin gespannt, ob es funktioniert. Ich starte das Ganze und wir haben kurz gesehen, wie die PowerShell gestartet ist. Die PowerShell hat sich dann geschlossen. Das ist dieser Aufruf, den wir im Prinzip im Source Code angesteuert haben. Und der hat die PowerShell hat dann den Taschenrechner gestartet. Also auch dieser Loader hat wunderbar funktioniert. Der Loader hat den Vorteil, dass wenn wir erfolgreich DLL-Injections durchführen können in Anwendungen, dann kann das dazu führen, dass die Anwendung abstürzt, irgendwie blockiert wird, weil wir die richtige DLL durch unsere Test-DLL-Datei ersetzen. An der Stelle können wir das unter bestimmten Umständen aushebeln, sodass wir hier den Programmlauf nicht weiter stören und unsere Bestätigung außerhalb in einem separaten Programm-Thread starten. Ja, ich habe auch noch ein drittes Beispiel, eher universeller Natur, wo wir nicht auf den Taschenrechner zugreifen, denn wir können auch eine einfache Alertbox erstellen. Das hätte ich jetzt noch als drittes Beispiel für euch mit dabei. Dazu möchte ich auch wieder einen neuen Source Code erstellen. Wir nennen den ganzen einfach Alert C++ und öffnen das Ganze wieder mit Mauspad. Ich tue mal hier den Loader und den Alert schließen. Ne, Alert wollte ich nicht schließen. Den Loader. So, jetzt haben wir nur wieder die eine Datei. Als kleinen Hinweis möchte ich euch noch mitgeben, was sich vielleicht der eine oder andere gedacht hat, wenn wir hier nicht einfach das Ganze so machen. Oder die Frage, warum machen wir das nicht einfach so? Warum tun wir jetzt einfach nicht unter Case Attach einfach sagen, hier, wir tun die Messagebox erzeugen über die Funktion Messagebox mit dem Hinweis DLL wurde erfolgreich geladen, Injection okay und tun das Ganze mit der OK-Schaltfläche übergeben. Warum machen wir das nicht einfach so? Wir können das Ganze ja mal probieren. Ich speichere das Ganze mal ab und wir kompilieren mal hier diese Alert C++. Wir nennen das Ganze Alert 64, würde ich sagen. Alert 64 und wir haben den Source Code Alert C++. Wir kompilieren das Ganze schnell und schauen uns mal das Ganze an, wie das Ganze unter Windows funktioniert. Normalerweise haben wir gesagt, wir starten die Run DLL 32 und sagen hier haben wir es jetzt dann, den Alert 64. Das heißt, wir machen aus dem Loader den Alert 64 und schauen einfach mal, wenn wir die Main Routine starten, dann haut es uns hier natürlich erstmal einen Hinweis, dass die DLL geladen worden ist. Das war genau die Checkbox, die wir gewünscht haben, aber danach kommt der Hinweis, dass die Main Routine fehlt. Wir können das natürlich insoweit umgehen, dass wir sagen, wir rufen an der Stelle nur die Main-Funktion auf. Dann sehen wir, dass die Alertbox aufgeht. Die kann ich wegklicken. Aber auch dann sagt er, dass irgendwas fehlt. Also so richtig funktioniert es nicht, auch wenn der gewünschte Alert erscheint. Deswegen sollten wir das dann schon richtig bauen. Ich habe den ganzen Code für euch nochmal angepasst. Ich kopiere das Ganze nochmal drüber und da haben wir es im Prinzip genauso aufgebaut, wie wir es gerade eben hatten. Wir verweisen hier aus dem Attach-Zweig Attach-Case nur auf die DLL-Main-Routine und haben dann explizit das nochmal angelegt. Hier habe ich es nochmal ein bisschen schöner aufgegliedert. Da sieht man es auch nochmal, aus welchen Elementen das Ganze besteht. Hier haben wir den Text, hier den Titel und da die OK-Schaltfläche, bauen dann das Ganze zusammen. Wenn wir das nochmal kompilieren, ich kompiliere es nochmal drüber und wir führen hier nochmal unter Windows den gleichen Test aus, dann
sehen wir jetzt den Hinweis, die DLL wurde entsprechend geladen und es kommt aber keine Fehlermeldung mehr. Das heißt, auch dieser dritte Testfall, bei dem wir einfach nur die DLL-Injection mit einer Alertbox bestätigen lassen, hat funktioniert. Mit diesen 3 Möglichkeiten habt ihr nun die Möglichkeit, Anwendungen auf DLL-Injection-Schwachstellen zu testen. Wie das Ganze funktioniert, das möchte ich gerne in einem separaten Video behandeln. Ich möchte es dabei belassen. Ihr könnt es gerne mal ausprobieren, ob ihr auch erfolgreich seid, ob ihr auch die DLLs erfolgreich zum Testen vorbereiten könnt in eurer Testumgebung. Falls ihr Fragen habt, schreibt es gerne einen Kommentar. Ich werde mir die Kommentare gerne durchlesen und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, meinen Kanal abonniert und auch nicht vergessen, die Glocke zu drücken. Dann werdet ihr über neue Themen, was den Bereich IT-Security und Sicherheitstests und andere interessante Themen betrifft, daran erinnert. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, freue mich auch, wenn ihr in den neuen Videos wieder mit dabei seid. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg bei euren eigenen Tests. Euer Reik.